Wir alle sind dankbar für die Notfallmedizin, die in lebensbedrohlichen Situationen Hervorragendes leistet. Doch wie steht es um den medizinischen Umgang mit Krankheiten, insbesondere beim Verständnis der Ursachen von Krankheiten? In dieser Videoserie geht es um ein präzises wissenschaftliches Modell zum ursächlichen Verständnis von Veränderungen im menschlichen Organismus, die als Krankheit bezeichnet werden. Dadurch lassen sich neue Handlungsmöglichkeiten bei verschiedensten Krankheiten ableiten. Bei alltäglichen Krankheiten wie Halsschmerzen, ebenso wie bei chronischen Krankheiten wie Diabetes oder sogar lebensbedrohlichen Krankheiten wie Krebs. Alle interessierten Menschen sind zu dieser Einführung herzlich eingeladen. Allerdings ist ein gewisses Maß an Zeit und Ruhe notwendig, diese völlige Neubetrachtung von Krankheit und Gesundheit zu überdenken. In diesem Teil beginnen wir damit, warum eine ursächliche Therapie mit dem bisherigen schulmedizinischen Modell nur selten möglich war. Bei sehr vielen Krankheiten findet man die Angabe Ursache unbekannt oder es wird vermutet, dass oder nicht vollständig geklärt. Ebenfalls sehr häufig werden Viren oder Bakterien für eine Erkrankung verantwortlich gemacht, weil sie in vielen Fällen während der Krankheit anwesend sind. Diese Schlussfolgerung ist aber genauso fragwürdig, wie der Polizei die Schuld an Verkehrsunfällen zu geben, nur weil sie häufig mit Blaulicht anwesend ist, wenn wir einen Unfall beobachten können. Ob jemand während einer Situation anwesend ist, hat mit der Frage, was für die Situation verantwortlich ist, erst einmal wenig zu tun. Tatsächlich scheint man die gleichen Viren in gleicher Menge auch bei Gesunden zu finden, wenn man sich die Mühe macht und danach sucht, und dies dann auch veröffentlicht. Wird eine Ursache genannt, bleiben häufig Widersprüche unbeantwortet. Ein paar kurze Beispiele. Bei diagnostiziertem Gelenkverschleiß, zum Beispiel der Kniearthrose, hilft häufig eine Operation, um die Beschwerden zu verbessern. Allerdings zeigt das bekannte Experiment des Chirurgen Bruce Moseley, dass die Wirkung identisch ist, wenn man die Operation lediglich vortäuscht. Die Studie ist unter Verweis 3 zu finden. Dies ist als Placebo-Effekt bestens bekannt und führt zu zahlreichen Widersprüchen in der heutigen Medizin. Denn wie sollen die Symptome durch eine Schein-OP beseitigt werden? Wir alle glauben schon seit Kindheit zu wissen, wie Karies entsteht. Wir essen Zucker, der sich zwischen den Zähnen festsetzt. Bakterien verstoffwechseln diesen und scheiden dabei Säure aus. Die Säure greift den Zahnschmelz an, was zu den Löchern führt. Hätten wir demzufolge fast immer beidseitigen Zwischenraumkaries, wäre die Erklärung plausibel, aber die Säure scheint sehr seltsam zu sein, da sie quasi immer nur einem der beiden Zähne schadet und die andere Seite unbeschadet bleibt. Viele Menschen kennen das. Kaum fällt am Wochenende oder im Urlaub die Belastung einer Stressphase ab, werden sie krank. Ein Phänomen, was als Freizeitkrankheit bezeichnet wird. Es heißt, das Immunsystem wird durch die Stressphase geschwächt und besonders anfällig für Infektionen. Obwohl nun alle Bakterien und Viren durchkommen müssten und das Immunsystem nicht in der Lage ist zu reagieren, wird man zu diesem Zeitpunkt aber in der Regel nicht krank. Seltsam eigentlich. Wie wenn eine Horde Barbaren eine Burg stürmt, die gerade nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen. Diese aber nicht niederbrennt, sondern im Inneren regungslos verharrt, bis die Verteidiger endlich Zeit finden, sich mit ihnen zu befassen. Beim Herzinfarkt wird ein Verschluss der Herzkranzgefäße als Ursache genannt. Allerdings gibt es Studien, die zeigen, dass sich Kollateralgefäße als Ersatz bilden, wenn ein Gefäß verstopft wird und es dadurch in der Praxis nicht, wie in der Theorie, zum Herzinfarkt kommt. Größere Säugetiere haben viel mehr Zellen als kleine. Bei diesen müssten daher viel häufiger bösartige Entartungen in Form von Tumoren vorkommen, da einfach viel mehr Zellen vorhanden sind, die entarten können. Dies ist aber nicht so, was der Medizin bekannt ist und als Petros Paradoxon bezeichnet wird. Derlei Widersprüche lassen sich in den verschiedensten Krankheitsbildern finden. Am häufigsten sieht die heutige Beschreibung einer schwerwiegenden Krankheit etwa wie folgt aus. Das Risiko, an einer Krankheit X zu erkranken, steigt, wenn man einer bestimmten Altersgruppe angehört und Raucher ist. Dabei erkrankt das eine Geschlecht häufiger als das andere. Wer an Krankheit Y leidet, hat eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit der Erkrankung. Eine wichtige Rolle spielt das Immunsystem, was wiederum durch Ernährung, Sport und unzählige andere Faktoren beeinflusst ist. Zumeist werden auch genetische Faktoren angegeben oder vermutet, die einen gewissen Einfluss haben.
Weitere Faktoren, wie etwa die Herkunft oder zu viel bzw. zu wenig Sonneneinstrahlung, werden vermutet. Bei einer bestimmten Variante der Krankheit ist ein spezielles Virus in 90% der Fälle Mitverursacher. Bei so vielen vermuteten, aber kaum kontrollierbaren Einflussfaktoren wird klar, warum eine ursächliche Therapie bisher selten möglich war und im Krankheitsfall stattdessen lediglich die Symptome mit großem Aufwand und vielen Nebenwirkungen behandelt werden. Diese Frau zum Beispiel hat die Diagnose Brustkrebs aufgrund eines Tumors der Brustdrüsen erhalten. Unsere heutige Gesellschaft hält hierbei das radikale Programm aus Operationen, Bestrahlung und Chemotherapie für notwendig. Wir werden in den folgenden Teilen der Videoreihe sehen, wie sich Schritt für Schritt neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten auftun, wenn eine neue Sichtweise auf die Ursachen und den Verlauf von Krankheiten eingenommen wird. Denn vielleicht gibt es ja im Einzelfall verifizierbare, überschaubare und präzise Gesetzmäßigkeiten, die die Ursache und den Verlauf einer fast beliebigen Krankheit X erklären und von den meisten Betroffenen mit geringem Aufwand überprüft werden können. Und die eben genannten Widersprüche und Unklarheiten auflösen. Finde es im Folgenden heraus, wenn du magst.